Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. In dem heutigen Video erfülle ich wieder einen Wunsch von euch. Es gibt die berühmten Schweizer Bürli. Das heutige Rezept ist mit Sauerteig. Ohne habe ich es euch ja auch schon einmal gezeigt. Das Video verlinke ich euch selbstverständlich gerne oben unter dem i. Und ich benutze heute einen Trockensauerteig. Den habe ich jetzt hier vorne in der Schüssel und ich habe ihn diesmal absichtlich nicht in meinem Gerät zerkleinert. Ich habe ja so eine Gewürzmühle. Für den Fall, dass ihr sowas gar nicht zu Hause habt, möchte ich euch zeigen, dass das genauso geht. Guckt mal, ein bisschen Wasser mit hinzu und ein bisschen Zeit, dann klappt das. Und wenn ihr Trockensauerteig verwendet, dann ist es so, dass ihr ungefähr 10 Gramm Sauerteigpulver bzw. so einen Brocken braucht, 20 Gramm Wasser, also die doppelte Menge, und 20 Gramm Mehl. Ich habe jetzt noch ein bisschen Wasser hinzugegeben, weil es doch schon ganz schön fest wurde. Und das soll ja ein bisschen flüssiger sein, so ein bisschen cremiger, sage ich jetzt mal. Und das Ganze vermengt ihr einfach richtig ordentlich. Ich verlinke euch das Rezept natürlich unten unter diesem Video, damit ihr das ganz genau wisst und das auch nochmal nachlesen könnt. Ein Video zum Sauerteig habe ich übrigens auch schon mal gemacht. Das verlinke ich euch oben rechts. Und wenn ihr dennoch Fragen habt, schreibt es mir bitte einmal unten unter die Kommentare. Da helfe ich euch natürlich gerne weiter. So, das Ganze habe ich jetzt gut vermixt. Ich lasse es bei Zimmertemperatur erstmal stehen, denn wir müssen diese Trockenhefe erstmal ein bisschen wieder reaktivieren. Das heißt, sie braucht ein bisschen Zeit. Wenn ihr natürlich frischen Sauerteig habt, dann packt ihr da diese 100 Gramm einfach hinzu, dann spart ihr euch diesen Schritt hier. So, das Ganze habe ich jetzt über Nacht ein bisschen stehen gelassen. Hier könnt ihr sehen, es ist ein bisschen angezogen und diese dunkle Flüssigkeit, die sich da gebildet hat, die sagt euch, dass der Sauerteig hungrig ist. Also, gar kein Problem. Da kommen jetzt nochmal 50 Gramm Wasser und 50 Gramm Mehl hinzu, denn es soll ihm ja gut gehen. Das Ganze vermengt ihr wieder und dann wird es so lange stehen gelassen, bis sich da ein paar Bläschen gebildet haben. Da einfach wirklich drauf achten, es muss nicht extrem hoch gehen, es geht nur darum, den Sauerteig so ein bisschen zu aktivieren. So, erst einmal das Ganze umrühren. Ihr könnt hier auch, das ist ja ein Weizensauerteig in diesem Fall, ihr könntet theoretisch jeden anderen Sauerteig auch verwenden. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das gut mit dem Lievito Madre klappt. Das werde ich auch noch mal demnächst ausprobieren. Ich habe ja noch ein bisschen hier an einigen Videos für euch zu arbeiten. So, und das Ganze vermenge ich. Ich habe jetzt hier allerdings helles Weizenmehl genommen. Ich finde es aber tatsächlich besser bei Sauerteigen, wenn man da mit Vollkornmehlen arbeitet. Ich habe einfach das Gefühl, dann funktioniert das immer ein bisschen besser. An dem Tag hatte ich mich aber tatsächlich einfach vergriffen. Da also nicht wundern. So, das Ganze richtig ordentlich, kräftig durchrühren. Ich habe auch schon mal irgendwo gehört, dass angeblich kein Metall benutzt werden soll bei Sauerteigen. Das ist natürlich kompletter Unfug. Ihr braucht da keinen Holzlöffel verwenden. Ganz normales Besteck geht. Deckt das Ganze dann ab und lasst es ein bisschen stehen. Vielleicht so einen halben Tag bis 24 Stunden, je nachdem, wie kraftvoll euer Sauerteig gewesen ist, als ihr es getrocknet habt. So, nach einigen Stunden könnt ihr hier sehen, es haben sich ein paar kleine Bläschen gebildet und das ist alles, was wir wollen. Jetzt können wir schon mal anfangen, den Teig vorzubereiten. Und obwohl wir jetzt vielleicht ein klein bisschen Aufwand hatten, das lässt sich aber wirklich total einfach in den Alltag integrieren und ihr werdet begeistert sein. Diese Brötchen sind einfach und total lecker. So, ich habe die Mehle in eine große Schüssel gegeben und dann kommt das Salz hinzu. Jetzt nicht wundern, das ist nicht schlecht geworden, was ja bei Salz gar nicht geht, sondern ich habe gedacht, ich habe kein Salz mehr zu Hause und habe dann Kräutersalz verwendet. Überraschenderweise haben die Brötchen trotzdem geschmeckt oder gerade deswegen noch so ein bisschen besser. War total witzig. So, und dann kommt noch das Hefewasser hinzu. Hier auf diesem Kanal dreht sich ja alles um dieses Thema, wie man Hefe zu Hause einfach selber macht und Leckeres damit backt. Wenn ihr neu seid und euch noch nicht so auskennt, schaut mal oben rechts. Da verlinke ich euch selbstverständlich so eine ganz hilfreiche Playlist für euch. So, und dann füge ich den köstlichen Sauerteig hinzu und ein bisschen Wasser und das war schon an den Zutaten. Das Ganze verknete ich jetzt ordentlich mit meiner Küchenmaschine. Ihr könnt selbstverständlich dieses Rezept auch mit Dinkelmehl machen, also Dinkelmehl und Dinkelvollkorn. Dann knetet das aber bitte nicht zu lange.
denn Dinkel hat ein schwaches Glutengerüst und ist da ein bisschen empfindlicher, ähnlich wie Roggenmehl. Daher da vielleicht nur so 5 bis 8 Minuten. Wenig kneten, also ich mache es meistens wirklich nur so lange, bis die Zutaten vermengt sind. Bei Weizenmehl ist es wieder anders. Das ist ein bisschen robuster, gerade für Anfänger perfekt daher geeignet. Da könnt ihr wirklich 10 bis 15 Minuten lang kneten. Und das Ganze decke ich dann ab mit meinem Bienenwachstuch und lasse es erstmal so 1-2 Stunden stehen. Denn jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Wir machen eine sogenannte Stretch- und Fold-Methode. Das könnt ihr entweder in der Schüssel machen, so wie ich, oder ihr benutzt eine Teigwanne, wie es die Profis machen. Das hat ja aber nicht jeder zu Hause, deswegen zeige ich das auch gerne, wie der Otto-Normalverbraucher das macht. Außerdem sind die Teigwannen ja aus Plastik und das versuche ich zu Hause tatsächlich zu vermeiden. Deswegen habe ich auch mein Bienenwachstuch. Und wenn du wissen möchtest, welche Geräte ich generell benutze und welches Equipment, dann findest du das auch nochmal unter diesem Video verlinkt. Und wenn du darüber Einkäufe tätigst, dann kostet dich das nicht mehr, aber du unterstützt meinen Kanal damit ein bisschen. Darüber freue ich mich natürlich sehr. So, und jetzt hatte ich es wieder ein paar Stunden gehen lassen, habe meine Hand befeuchtet und jetzt strecke und falte ich das wieder von allen 4 Seiten. Das braucht ihr nur alle paar Stunden zu machen und vielleicht maximal so 2-3 Mal insgesamt. Ihr erkennt das, dass der Teig immer kompakter wird. Hier könnt ihr schon erkennen, beim ersten Mal wurde er fast rissig, jetzt war er schon mal ein bisschen sanfter und weicher. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Auf jeden Fall kann man den Unterschied tatsächlich sehr gut erkennen. Und jetzt knipse ich das Ganze hier nochmal ganz ordentlich zu, denn der Teig soll nicht vor Zug bewahrt werden, aber davor auszutrocknen. Die Brötchen sind ein bisschen flüssiger, aber das ist tatsächlich bei den Schweizer Büli so gewollt. Die sind außen unheimlich knusprig und innen noch fast ein bisschen feucht, aber total lecker. Also ich liebe diese Brötchen echt, weil die total einfach sind und es gibt viele verschiedene Varianten, wie man sie machen kann. Viele online machen das tatsächlich auch so, dass sie den Teig später gar nicht formen, sondern wirklich nur abstechen, zack, aus Backblech. Ist wirklich ein ganz tolles Rezept, was variantenreich ist. Echt klasse. So, hier nochmal das letzte Stretch und Fold. Ihr konntet eben gerade die Luftblase sehen. Das ist immer ein ganz gutes Zeichen, dass es bald soweit ist. Und wenn ihr mal zwischendurch keine Zeit habt, den Teig zu bearbeiten, wenn ihr merkt, Mensch, ich habe jetzt angefangen und jetzt muss ich doch aber überraschenderweise arbeiten oder da ist was anderes dazwischen gekommen, dann könnt ihr den Teig auch ganz locker und unkompliziert in den Kühlschrank stellen. Das klappt auch super und gerade bei der selbst hergestellten Hefe habt ihr hier auch immer ein bisschen mehr Luft, denn die ist ein bisschen einfacher zu handhaben als die herkömmliche aus dem Supermarkt. So. Das decke ich jetzt nochmal ab, packe es zur Seite und jetzt schauen wir mal, wie sieht das Ganze aus? Ja, das hat sich doch jetzt schon ein bisschen verdoppelt. Wir machen hier nochmal eine extra Runde Stretch und Fold. Dann kriegt man nochmal so ein Gefühl für den Teig. Und wenn ihr das am Anfang nicht so gut hinbekommt, dann verzweifelt nicht. Ich mache wirklich das mit dem Hefewasser schon seit so vielen Jahren. Ich glaube, seit 7, 8, 9 Jahren. Ich kann es euch gar nicht mehr genau sagen. Und man lernt jeden Tag wirklich was Neues dazu. Also lasst euch Zeit, probiert euch aus und wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir gerne. Ich unterstütze euch so gut es geht. So, ich habe jetzt ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche gepackt und forme mir da so ein bisschen eckig. Ja, Überraschung, heute gibt es nicht die Tortenmethode. Das ist ganz selten der Fall. Die meine Videos regelmäßig gucken, wissen, ich mache eigentlich immer, wenn ich die Teige zerteile, immer die Tortenmethode. Also ich forme es rund. In diesem Fall lasse ich es eckig. Ein Schweizer benötigt separate, gute Behandlung und das machen wir. Also ich forme mir hier das nochmal so ein bisschen und baue Spannung außen auf. Und gucke, dass ich die Luft jetzt auch nicht rausdrücke, sondern wirklich ganz vorsichtig falte. So, jetzt habe ich hier mein rechteckiges Stück und zerteile das erst einmal in der Mitte. Es ist auch immer ein bisschen hilfreich, wenn ihr die Teigkarte bemehlt. So, und diese halben Stücke halbiere ich nochmal, beziehungsweise viertel ich. Das heißt, aus jedem Stück kriege ich 4 nochmal raus, also 8 insgesamt.
Das reicht ja immer für ein Backblech, das ist immer total einfach zu merken. Und seht ihr, die kleben noch ein bisschen. Also der Teig ist ein bisschen feucht, aber das ist gut so. Das braucht das Schweizer Bürli. So einmal hier in der Mitte und dann nochmal in den Seiten. Und ich habe das dann so gemacht, die mittigen Stücke werden bei mir meistens immer ein bisschen größer. Und dann habe ich die immer so in Zweierpärchen zusammengepackt, dass diese Doppelpakete entstehen. Und dann habe ich immer die Außenbrötchen immer als ein Paket genommen, dass die auch immer gleich groß waren. Man könnte das Ganze natürlich auch abwiegen, doch ich wollte es mir einfach machen, denn ich möchte ja das Backen in meinen Alltag integrieren und ich finde ein bisschen Erfahrung und wenn es auch ein bisschen aussieht, als wäre es selbst gemacht, dann ist es doch genau das, was wir wollen, wie vom Bäcker ganz toll frisch und nicht irgendwie wie in der Industrie alles gleichmäßig. So, ich habe das jetzt von außen nach innen gefaltet, ganz vorsichtig, dass die Spannung erhalten bleibt. Das restliche Mehl von der Arbeitsplatte habe ich nochmal drüber gestreut. Das ist perfekt, denn es soll ja rustikal sein. Und das Ganze habe ich bei Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Backofen bei 240 Grad 10 Minuten mit einer Schüssel Wasser und 15 Minuten ohne gebacken. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann gib mir doch einen Daumen hoch und am besten teilst du es mit ganz vielen Menschen, damit jeder erfährt, wie einfach man Hefe selber herstellen kann und wie simpel